Heute zeige ich euch, wie ihr einen Kopf für eine Waldorfpuppe herstellen könnt. Das ist der erste von 2 Teilen. Das zweite Video gibt es dann nächste Woche. Und alle Angaben sind für eine ca. 40 cm große Babypuppe. Und wenn ihr noch ein Schnittmuster braucht, dann findet ihr unter dem Link unter diesem Video alle meine Anleitungen und Schnittmuster. Also, ihr braucht 250 Gramm kadierte Wolle, 70 cm Schlauchverband, Abbindegarn, ein Maßband, eine Schere und eine Puppennadel. Ja, als erstes machen wir uns aus dem Schlauchverband einen Bezug für unsere Kopfkugel. Dazu braucht ihr ein Stück Abbindegarn und dann legt euren Schlauchverband so aufeinander, dass er genau in der Mitte einmal gefaltet ist. Und dann bindet ihr in der Mitte einfach ein Stück Abbindegarn fest rum und fixiert das mit einem doppelten Knoten. Und wenn ihr jetzt mit einer Hand in den Bezug reinschlüpft, dann könnt ihr die andere Seite darüber stülpen und dann habt ihr hier schon den Kopfbezug fertig. Den legen wir jetzt erstmal beiseite. Jetzt brauchen wir unsere Wolle. Und zwar wickeln wir daraus jetzt eine ganz feste Kugel und dazu teilen wir den Strang einmal in der Mitte. Ich lege die Wolle dazu immer auf den Boden, weil sie dann besser abläuft. Und dann nehme ich den Strang und teile den einfach einmal der Länge nach. Ein Stück nach unten. So, das genügt. Und jetzt fangen wir an zu wickeln. Und zwar nehmt ihr dazu das Ende, wickelt euch das ein paar Mal um den Finger und fangt dann an, einfach weiter gleichmäßig eine Kugel zu wickeln. Wichtig ist natürlich, dass man die Kugel immer ein bisschen dabei dreht, so dass keine Beulen entstehen, sondern dass sie wirklich gleichmäßig rund wird und dass ihr immer ein bisschen Zug hier auf dem Strang habt. Denn je fester die Kugel wird, desto stabiler ist später auch der Kopf. Und wichtig ist auch, dass ihr beim Wickeln darauf achtet, dass der Strang nicht in sich verdreht ist, weil sonst kriegt ihr hier so Hubbel, sondern man muss den immer so ausdrehen, dass er quasi glatt zur Kugel liegt. So, und worauf ihr auch achten müsst, ist, dass ihr den nicht, wenn die Kugel ein bisschen größer wird, anfängt so auseinander zu fächern, damit ihr eine breitere Fläche abdecken könnt, weil dann wird er instabil und reißt ganz leicht. Das heißt, der Strang muss immer schön zusammenliegen und es muss immer Zug drauf sein. So, und wenn ihr jetzt ca. eine Handvoll gewickelt habt, dann könnt ihr mal nachmessen. Also für eine 40 cm Babypuppe brauche ich einen Kopfumfang bzw. Kugelumfang von ca. 32,5 cm. Das kann sein, dass das bei euch ein bisschen anders ist, je nachdem, was für einen Schnitt ihr habt. Aber wenn eure Kugel groß genug ist, dann könnt ihr den Faden abreißen. Und zwar, wenn ich so kurz fasse, dann kriege ich den nicht durch, aufgrund der Länge der Fasern. Aber wenn ich so ein bisschen weiter fasse, dann geht das ganz leicht auseinanderzuziehen. So, jetzt brauchen wir den Rest von unserer kadierten Wolle. Die haben wir ja einmal halbiert in der Mitte. Das heißt, das hier ist jetzt quasi die Hälfte vom ursprünglichen Strang. Und davon mache ich mir jetzt so eine Armlänge von ab. Wieder schön breit fassen, um das auseinander zu zupfen. Und den lege ich mir hier hin und breite den so ein bisschen aus. Und jetzt brauche ich das noch zweimal. Das heißt, ich mache noch zweimal eine Armlänge ab. Und lege die auf den ersten Strang und breite die auch so ein bisschen aus, sodass die sich so ein bisschen miteinander verbinden. So. Und hiervon, also von diesem Dreierstrang, brauche ich jetzt 3 weitere. Also nochmal dreimal eine Armlänge abmachen. Und wieder ausbreiten und aufeinander schichten.
So, und aus diesen Strängen lege ich mir jetzt einen Stern. Das heißt, ich habe hier einmal einen Querstreben. Den lege ich mir entgegengesetzt darauf. Mein dritter Strang und mein vierter Strang. Und hier platziere ich jetzt genau in die Mitte meine Wollkugel. Und jetzt fasse ich die Enden über der Kugel zusammen. Und drehe das Ganze um. Und wenn das jetzt hier noch so ein bisschen hubbelig ist, dann kann ich mir das so ein bisschen zurechtzupfen, dass es wirklich schön gleichmäßig glatt und eben ist. So, und jetzt nehme ich mir meinen Schlauchverband und stülpe den über den Kopf. Normalerweise klemme ich mir das hier unten zwischen die Knie, damit das nicht auseinander geht. Oder wenn man eine dritte helfende Hand in der Nähe hat, dann kann man die natürlich darum bitten. Aber es geht auch so. Jetzt ziehe ich das hier nochmal richtig glatt. So, als nächstes binden wir jetzt unseren Kopf hier unten ab, ganz stramm, so stramm wie möglich. Und dazu braucht ihr ein langes Stück Abbindegarn, so circa 2x Armlänge. Das nehmen wir zum Abbinden immer doppelt. Das ist zwar reißfest, aber leider doch nicht so reißfest, dass es nicht auch mal reißt. Deswegen genau, nimmt man es doppelt, dann reißt es nämlich wirklich nicht. Und jetzt machen wir einen Puppenmacherknoten, den verwendet man immer zum Abbinden. Und zwar geht ihr einmal von vorne nach hinten um euren Kopf rum und verschlingt das Garn einmal. Und bevor ihr das jetzt festzieht, haltet ihr hier mit der Hand ganz, ganz fest den Kopf ab. Also wirklich richtig nah an der Kopfkugel dran, sodass es richtig stramm sitzt. Und jetzt zieht ihr einmal fest, dreht den Kopf wieder um, verschlingt noch einmal, zieht noch einmal fest und macht dann den Knoten. Die Fäden können wir erstmal hängen lassen, die vernähen wir später. Und jetzt schaut ihr, welche Seite die schönste Rundung hat für euer Gesicht. Und da, wo ihr euer Gesicht haben wollt, könnt ihr euch so eine kleine Stecknadel als Markierung setzen, so vielleicht auf Mundhöhe. Dann wisst ihr, wo ihr euer Gesicht haben wolltet. So, und das war es jetzt auch erstmal für diese Woche. In der nächsten Woche zeige ich euch dann, wie ihr den Brustteil schließt und den Kopf abbindet. Und wenn euch das Video gefallen hat, schenkt mir gerne einen Like oder abonniert zu meinem Kanal, dann bekommt ihr automatisch jede Woche ein neues Tutorial rund ums Puppenmachen. Bis nächste Woche!